Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit euch zusammen zu sein und zu diesem so exorbitant bedeutenden Thema, welches in seiner Form zunächst nicht von so großer Bedeutung zu sein scheint, zu sprechen. Es geht um die Kristalle, die kristalline Struktur und das, was dichte Materie in ihrem Bewusstsein für das, was sie eigentlich ist, auf die Erde bringt. Und so sprechen wir zugleich von den Kristallen, wie wir von euch sprechen. Denn jeder von euch ist ein Kristall. Ein Mensch, der in kristalliner Struktur auf der Erde ist, sich als Mensch zeigend, um die Lichthaftigkeit geschützt zu wissen und zugleich in die Welt zu bringen. Jeder von euch trägt das Licht bewusst oder unbewusst in sich. Jeder Stein trägt seine lichtdurchlässige Version von sich, zumeist versteckt, doch manches Mal zum Vorschein gebracht und bringt somit die Vielfalt des Lichts, die Vielfalt von alles, was ist, in die Sichtbarkeit, in die Erlebbarkeit, in das, womit es zu spielen gilt, womit Erfahrungen gemacht werden können. Die Spektralfarben des Lichts sind wie die Erfahrungen des Seins. Sie können in sich verborgen, in dir verborgen bleiben. Sie können zum Vorschein, zum Ausdruck gebracht werden. Nichts von beidem verändert die Spektralfarben in ihrem Sein, in dem weißen Licht, in dem Licht von alles, was ist. Ihr seid die Kristalle, die in menschlicher Form auf der Erde wirken. Wo ihr euren Fokus hinrichtet, da wird verstärkt, wird vergrößert. Da gibt es einen lupenhaften Effekt. Je mehr ihr euch in eurem Wesen zeigt, in eurem Licht, in eurer Lichtdurchlässigkeit zeigt, desto mehr verstärkt ihr dieses Licht. Desto mehr wirkt ihr als eine Lupe gleichermaßen wie ein Verteiler dieses Lichts. Mal wird das Licht durch euch von diesem Winkel hindurch geschickt, mal von jenem Winkel. Mal wird es direkt zurückgesendet und reflektiert, mal wird es gebrochen und diffundiert oder fokussiert. Ganz so, wie es im höchsten Sinne ist. Als Kristall, als physische Form auf der Erde braucht ihr nicht zu bestimmen, wie ihr gehalten werdet, wohin ihr gerichtet werdet. Ihr bestimmt, was eure Frequenz ist und automatisch richtet sich eure Form nach eurer Frequenz. Richtet sich eure Form so aus, ähnlich wie ein Kompass, wie es gebraucht wird in eurem Feld, in eurem Umfeld, für die Menschen in eurem Umfeld, für euch selbst. Ihr seid ein vollautomatisierter Kristall. Ihr seid eine vollautomatisierte Erscheinungsform auf der Erde, die sich in ihrem Programm, in ihrem Ausdruck, in ihrer Richtung, in ihrem ausgerichtet Sein, ausgerichtet werden, danach richtet, wie eure Frequenz ist. Ihr könnt es sehr deutlich und konkret in eurem Leben wahrnehmen, dass ihr, wenn eure Frequenz in einem Bereich ist, der nicht besonders hochschwingend ist, will sagen, der in einer dichteren Welt unterwegs ist, die sich für euch nicht ganz frei, leicht und lebendig, lichtvoll und liebevoll anfühlt, sondern eher schwer,
vielleicht ein bisschen dunkel, vielleicht ein bisschen fest. Befindet ihr euch in einem solchen, eher dunklen, festen, schweren Zustand, welches von uns frei von Wertung ein Zustand ist wie jeder andere? Befindet ihr euch in einem solchen Schwingungszustand, so habt ihr das Gefühl, euch eher zu verhüllen, nicht so sehr mit euren Augen einzuladen, mit eurem Lächeln einzuladen, mit eurem Wesen einzuladen in die Frequenz, die in euch ist. Tragt hier hingegen eine sehr hohe lichtvolle Frequenz in euch, sprudelt dieses Licht aus euren Augen heraus, zaubert dieses Licht ein Lächeln auf euren Mund. Öffnet dieses Licht euer Herz wie die Herzen der anderen. Es ist ein natürlicher Prozess, ihr braucht nichts dafür zu tun. Im Gegenteil, würdet ihr versuchen, dies zu manipulieren, würdet ihr zerspringen, wie ein Kristall, auf den zu viel Druck ausgeübt worden ist, wie ein Glas, das eine Schwingung empfängt, die von ihr nicht haltbar ist. Es würde euch zerreißen. Und jeder von euch kennt dies in Ansätzen, in einer Schwingung zu sein und eine andere Schwingung ausdrücken zu wollen, dem Gesicht zu befehlen, auf eine solche Weise zu sein, festhaltend an dem Schwingungszustand, in dem ihr wählt, euch befinden zu wollen. Beides wirkt aufeinander ein. Habt ihr ein hohes Schwingungsfeld um euch herum oder ein einladendes Feld um euch herum, das nach dem Licht von euch fragt, das euch einlädt, euer Licht fließen zu lassen, euch zu öffnen, vom Herzen her euch ihnen, dem Umfeld, den anderen auszurichten, zu öffnen. Habt ihr ein solches Umfeld, wird eure Schwingung in Übereinstimmung gebracht mit dem, wozu ihr eingeladen seid. Es sei denn, ihr nehmt die Einladung nicht an. Folgt ihr der Einladung, ist dort das Lächeln auf eurem Gesicht, ist dort das Sprudeln des Lichts aus euren Augen, ist dort die Öffnung des Herzens, das liebevolle Feld, das aus euch strömt in alle Richtungen, zugleich alles umarmend, in Frieden seiend. Wir laden dich, wir laden euch also ein, in erster Linie bewusst und gewählt in der jeweiligen Frequenz zu sein. Denn aus dieser Frequenz heraus entsteht euer Feld, entsteht euer Erleben, entsteht euer Leben, entsteht alles, was ihr auf der Erde für real wahrnehmt. Aus dieser Wahl eurer Frequenz heraus bilden sich die Erlebnisse. Gebt ihr die Einladung für dies, für jenes, für das, für etwas, von dem ihr selbst nicht wisst, dass das in diesem Frequenzfeld möglich ist. Die Einladungen in alle Richtungen, je nach eurer Frequenz, erlauben euch zu erleben, was ihr wählt als Erlebensportfolio in eurem Gepäck, in eurem Schatzkästchen zu haben. Zu sammeln möchten wir sagen, denn jeder von euch ist auf der Erde, um Erfahrungen zu sammeln, um seinen Erfahrungsschatz zu bereichern. Und so ist jede Erfahrung aus jeder Schwingungsfrequenz eine
willkommene Erfahrung. Kannst du dich darauf einlassen? Fällt es dir leichter, nicht an deiner Frequenz herumzudoktern? Fällt es dir leichter, nicht zu werten, was diese Frequenz mit sich bringt, wie sich diese Frequenz anfühlt? Fällt es dir leichter, bewusst die aktuelle Frequenz anzunehmen und in diesem Moment neu zu wählen? Jeder Moment gibt dir die Möglichkeit, deine Frequenz zu wählen. Und so wählst du jeden Moment neu, 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 neu. Und es fügt sich ein Ton der Gleichheit zusammen, eine Frequenz der Gleichheit, wenn du immer neu, 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 neu wählst. Es fühlt sich nicht an wie neu. Wenn du jedoch neu, 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 neu wählst, fühlt es sich jedes Mal anders, jedes Mal neu an. Und in diesem Frequenzsprung, den wir in der zweiten Variante des Neuseins gebracht haben, kannst du fühlen, dass du selbst dein Neusein in organischer Form wählst. Dein Neusein ist selten der Sprung von neu nach neu, neu. Der Sprung ist meistens für dich unnatürlich empfunden und so wählst du für dich eine Melodie. Eine Melodie, die dir entspricht. Und wir möchten dich darin bestärken, deine Melodie so zu wählen, wie sie für dich stimmig ist. Je mehr du dich darauf einlässt, dass diese Melodie nicht einer bestimmten Folge folgen muss, nicht einer Tonleiter folgen muss, nicht einer Frequenz Nebeneinanderliegung folgen muss, einer Frequenzsequenz, die vorgeprägt ist, folgen muss. Je mehr du dir darüber bewusst bist, dass es keine Vorgaben gibt für deine Neuseinsfrequenzen, desto mehr kannst du dich in die Quantensprünge der Frequenzen erlauben, deines Frequenzspektrums in diesem Moment und in diesem Moment neu. Wir springen hier bewusst durch verschiedene Frequenzen, um in dir die Befremdlichkeit auszulösen, die es in dir auslöst, wenn du von einer Frequenz in eine vollkommen andere Frequenz hineinspringst. Und zugleich die Vertrautheit auszulösen von der Lyrik, der Frequenz, die sich für dich gut und richtig anfühlt. Und zugleich die Ermutigung auszusprechen, dich in deinem Frequenzspektrum zu befreien und dir zu erlauben, von einer Frequenz in eine ganz andere Frequenz zu springen. Wann immer du fühlst, dass es dir gerade entspricht. In diesem Moment, in diesem Moment, in diesem Moment. Jeder Kristall ist in seiner natürlichen, ungeschliffenen Form ein Reichtum von Formen. Er ist nicht eine Form, er ist viele Formen und so bist du nicht eine Form, du bist viele Formen. Du kannst wählen, dich als diese Form zu sehen. Du kannst wählen, dich auf diese Weise geschliffen zu sehen, zu wählen, zu sehen. Du kannst wählen, auf diese Weise geschliffen, gesehen zu werden. Doch wofür wirst du gesehen? Du wirst für genau das gesehen, wofür dich die Menschen halten. Und so kannst auch du die anderen sehen, wofür du sie hältst. Wir ermutigen dich, die anderen in ihrer kristallinen Schönheit zu erkennen, zu sehen, zu entdecken. So wie wenn du einen Wandersteig bewanderst, einen Berg bekletterst, einen Gipfel erklimmst und fühlst, dass unter deinen Füßen das Gestein aus lauter Kristallen besteht.
Du kannst sie nicht sehen, denn sie sind bewachsen. Sie haben eine dichte, graue, unscheinbare Oberfläche. Du kannst sie fühlen. Du kannst ihre Frequenz wahrnehmen. Schau den Kristall in dir. Schau den Kristall in jedem. Du wirst unendliche Stärkung und Nährung empfangen. Auf beide Weisen. Ihr befindet euch in einem vollkommenen Zusammenspiel von Sichtbarem und Unsichtbarem. Ihr befindet euch in einem vollkommenen Spiel der Harmonie, bei dem jeder sein Teil, seine Melodie spielt. Lasst ihr euch auf eure Melodie im spontanen Ausdruck ein. Fügt ihr euch auf vollkommene Weise in die Harmonie hinein. Wir lieben dich, wir lieben euch, wir lieben. Denn wir sind, was du bist. Du bist, was wir sind. Alles ist eins. Es kann nicht anders sein. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.